Mein Name ist Alexander Kellner, bin 24 Jahre alt, komme aus Hamburg und ja, ich bin geboren mit der Krankheit AMC. Das nennt sich Arthrogryposis multiplex congenita. Das ist eigentlich ins Deutsche kurz übersetzt eine Muskelerkrankung, Gelenksteife. Ich bin Lovis, ich bin 25 Jahre alt und ich selber habe ADHS. Und kenne den lieben Alexander aus der Schule, aus dem Abi, als ich wieder nach Hamburg gezogen bin. Und danach hat sich dann daraus irgendwie, wir wissen beide nicht so genau wie, eine sehr, sehr innige Freundschaft entwickelt. Da weiß ich auch nicht so ganz genau. Das funktioniert ganz gut. Ja, ja, wir sind beide mit dem Studium fertig und dann kam die Idee auf, dass wir nach dem Studium noch nicht direkt ins Arbeitsleben einsteigen wollten, sondern eher nochmal uns in ein etwas größeres Abenteuer stürzen wollen. Und dann sind wir auf das Thema Weltreise gekommen und ob wir das nicht vielleicht einfach zu zweit machen wollen, ein Jahr lang durch 6 Kontinente zu reisen. Und das fanden wir beide eine ganz gute Idee. genau, weil irgendwie alleine geht es bei uns beiden irgendwie nicht. Ich brauche die physische Unterstützung von Lovis. Lovis braucht irgendwie auch manchmal die organisatorische Management-Skills von mir. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, warum nicht zusammen machen? Genau, aber ansonsten unterstütze ich Alex hauptsächlich dabei bei den so typischen alltäglichen Sachen, also bei der Hygiene, bei Toilettengängen und beim Essen. Das sind so die großen, wo dann auch Umziehen und Anziehen dazu gehört. Und ansonsten ist es natürlich für mich schon so, dass ich meine Alarmglocken und meine Antennen immer ausgestreckt habe. Wenn wir eine Rolltreppe fahren, ist es eben nicht so, dass ich einfach nur auf die Rolltreppe gehe und mich festhalte und gut ist, sondern ich muss halt auch noch drauf aufpassen, wenn das mal ruckelt oder so, dann steht Alex eben nicht ganz so sicher und dann muss ich eben aufpassen. Ich kann ein paar Schritte ohne Orthesen gehen, aber will ich nur ganz, ganz eingeschränkt. Und mit den Orthesen bin ich eben zwar auch noch eingeschränkt, ich kann keine Treppen gehen etc., aber ich kann schon Kilometer gehen. Zwar nicht im schnellsten Tempo, aber das ist also ohne meine Orthesen hätte ich eine ganz andere Mobilität, deswegen sind die ein Teil von mir. Also ich sehe die fast als meine Beine an, fühlt sich fast komisch an, wenn ich die ausziehe. Es ist einfach so eine zweite Haut von mir geworden. Genau, und jetzt werden die eben neu hergestellt, aber nichts Großes anderes machen, sondern wir bleiben beim altbewährten Konzept. Möglichst leicht bauen, mit Carbonfaser drin, möglichst stabil bauen die Gelenke, damit sie lang halten, weil wenn auf der Weltreise und irgendwas schief geht und wir dann irgendwo in der Pampa sind und die brechen, dann kommt Polik halt nicht mal so schnell um die Ecke und kann die reparieren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt doch neue Orthesen auch bekomme noch. Also neue Orthesen werden einfach nicht durchbrechen und werden nicht kaputt gehen. Und nach 8 Jahren ist das schon wahrscheinlicher. Und dann fühle ich mich auch wohler, wenn er da mit neuen Orthesen gemeinsam mit mir auf Weltreise geht. Wir haben eben das große Ziel, 6 Kontinente zu bereisen und fangen eben in den ersten großen Stop dann in Australien an. Gucken, ob wir Asien vorher schon kurze Stops machen. Aber ansonsten geht es dann weiter nach Südafrika, dann Südamerika und Nordamerika. Wobei das auch sich nochmal spontan ändern kann. Also da lassen wir uns ein bisschen durch die Welt treiben. Wir wollen es aber nicht einfach nur für uns machen, das ist uns dabei ganz wichtig, sondern wir wollen auch auf das Thema der Behinderung aufmerksam machen. Wir sind auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen aktiv und werden dort eben unsere Reise begleiten auf unterschiedlichste Art und Weisen, von denen wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht wissen. Und ich bin auf eine inklusive Gesellschaft angewiesen und ich finde, gerade weltweit ist da noch einiges an Nachholbedarf und dafür wollen wir uns einsetzen, indem wir darüber berichten, wie das in den verschiedenen Kulturen wahrgenommen wird, das Thema Inklusion, wie damit umgegangen wird, wo es Verbesserungsbedarf vielleicht gibt, wo es besser läuft als in Deutschland, kann ja auch sehr gut sein. Genau. Und was auch noch wichtig ist, zu zeigen, wie es eben ist, mit einem Freund rumzureisen, der eine Behinderung hat. Dass das eben möglich ist, dass es gar nicht so schlimm ist und dass ein bisschen diese Berührungsängste, die glaube ich noch viel zu häufig in der Gesellschaft da sind, die ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, hey, es sind auch Menschen und sehr, sehr nette Menschen und sehr liebenswerte Menschen, mit denen man eben auch sehr große Projekte durchführen kann und die auch nicht einfach nur, das ist keine Last, sondern das ist eher ein Geschenk, dass ich jetzt mit Alex zum Beispiel diese Reise machen kann.
Also das Ganze, ja, also die Sichtweise auf das Thema Inklusion und Behinderung ein bisschen zu verändern. Aber wir wollen auch irgendwas Handfestes haben und deswegen haben wir uns entschieden, auch mit Handicap International zusammenzuarbeiten und sind gerade dabei, ein Projekt auf die Beine zu stellen, wo wir über das ganze Jahr hinweg Spenden sammeln, um für Menschen, die in nicht so wohlhabenden Ländern wie Deutschland leben, die viel mehr Hilfe als ich jetzt zum Beispiel benötige noch, die in verschiedensten Formen zu unterstützen, sei es finanziell, organisatorisch. Genau, da wollen wir quasi ein handfestes Projekt nebenbei auch noch durchführen während der Weltreise.